Frau Everts, Sie erlebten bei einem Brandunfall eine Nahtoderfahrung. Können Sie beschreiben, wie es dazu gekommen ist? Das war im September 2009 und ich habe beim Kaminanzünden zu einer Flasche Bioethanol gegriffen und dadurch fing meine Kleidung auf eigentlich unerklärliche Art und Weise an, Feuer zu fangen. Und ich stand innerhalb von Minuten komplett in Flammen und bekam keine Luft mehr. Ich konnte also nicht mehr einatmen, ich konnte nicht um Hilfe schreien. Und kam dann an diesen Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt stirbst du, jetzt geht nichts mehr, jetzt gibst du auf. Und in dem Moment bin ich wohl auch aus meinem Körper ausgestiegen. Also mir fiel da eigentlich nur auf, dass ich plötzlich die Perspektive gewechselt habe, dass ich mit einem Mal auf meinen Körper drauf guckte und ganz neutral beobachtet habe, was da passiert. Ich konnte beobachten, wie mein Sohn ins Zimmer stürzte und sich auf diesen Körper stürzte. Ich sah den Rettungswagen, den Hubschrauber, habe als Beobachter erlebt, wie dieser Körper ins Koma gelegt wurde, im Hubschrauber noch, und nach München ins Krankenhaus geflogen wurde. Waren Sie beim Flug quasi immer mit dabei? Ja, ich saß wie eine dritte Person. Also es war eine Ärztin anwesend, es lag mein Körper auf der Bahre und ich selbst war mit anwesend. Also vom Gefühl her saß ich mit dabei und habe beobachtet, was die beiden da machten. Und auch im Krankenhaus, als die Ärzte kamen und auf einer Bahre ganz schnell dieser Körper in die Untersuchungsräume gefahren wurde, habe ich das alles beobachtet, und zwar relativ neugierig, neutral. Und mir fiel auf, dass ich sehr viele Fragen gestellt habe und mir keiner eine Antwort geben konnte. Also ich habe da aber noch gar nicht begriffen, dass man mich nicht sieht oder dass ich aus meinem Körper ausgestiegen bin. Das war mir in dem Moment noch nicht bewusst. Bewusst wurde mir das dann, als ich ziemlich ruhig oder als mein Körper schon auf einem Bett lag und schon an Geräte angeschlossen war und versorgt war. Und ich mir selbst das erste Mal die Frage stellte, was ist hier eigentlich los? Bist du tot? Also da glaube ich, das war so der Moment, wo ich das erste Mal wirklich begriffen habe, dass da irgendeine Trennung stattgefunden hat. Als Sie sich die Frage gestellt haben, bin ich jetzt gestorben, was passierte dann? Ja, das hat mich erstmal sehr verwirrt, weil ich auf irgendetwas gewartet habe, dass es mich wegzieht, dass ein Tunnel kommt, dass Angehörige oder Verstorbene kommen, aber nichts dergleichen geschah. Und ich habe versucht, das für mich zu verstehen. Mir war einfach nur klar, die Ärzte hören mich nicht, ich kann sie sehen, aber sie reagieren nicht auf mich. Mein Körper liegt da, der reagiert auch nicht auf mich. Vom Gefühl her saß ich da so einige Minuten ziemlich ratlos, bis dann in diesem Krankenzimmer plötzlich ich eine Stimme hörte, die mich persönlich ansprach. Die sagte, Anke, es gibt hier nichts für dich zu tun im Moment. Und das hat mich dann erst recht verwirrt. Ich drehte mich um und sah eine Präsenz im Raum, eine Lichtgestalt, die dort stand oder die sich dort befand und mich anblickte und ganz ruhig zu mir sagte, ich würde dir gerne etwas zeigen. Und ab dem Moment zog es mich weg. Ab dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, es zieht mich aus diesem Zimmer raus, aus diesem Krankenhaus raus. Ich konnte München plötzlich von oben sehen und verlor immer mehr die Orientierung in diesem Geschehen, was da mit meinem Körper passierte. Es zog mich immer höher.
und in Ebenen hinein, die erstmal für mich überhaupt nicht sichtbar waren, sondern es war eigentlich nur ein Gefühl. Und ich hatte so das Gefühl, ich selbst löse mich auf, aber zeitgleich fühlte ich mich präsenter. Also ein Zustand, den man sehr schwer erklären kann. Aber es war alles okay und ich hatte dauernd das Gefühl, ja, geführt zu werden. Ich wusste, dass da passiert jetzt etwas, was wirklich einen Sinn hat oder was wichtig ist. Und wohin gelangten Sie dann? Das ist schwer zu beschreiben. Nicht an einen Ort, nicht auf irgendeine bestimmte Ebene oder irgendetwas, was ich mit den Augen sehen konnte. Aber ich gelangte in einen Zustand, in ein Gefühl, in ein Gewahrsein, mit allem verbunden zu sein. Und auch hier hatte ich Fragen in mir und da fiel mir auf, dass sobald eine Frage in mir auftauchte, sofort die Antworten da waren. Und auch nicht nur eine Antwort, sondern wie ein Hologramm alle Antworten. Und ich bin ein sehr neugieriger Mensch und da kamen viele Fragen. Und plötzlich ergab alles einen Sinn. Also ich hatte das Gefühl, ich hatte Zugriff auf alles, was mich interessiert. Haben Sie die Präsenz, die Sie beschrieben haben, auch dort wahrgenommen, als Sie in diesem Zustand waren? Ja, wesentlich deutlicher, aber nicht mehr in Form eines Körpers, sondern als Energieball, als Energiekugel. Und wobei er mir gezeigt hat, dass er seine Gestalt verändern kann. Also er zeigte sich mir auch mal als älterer Mann, er zeigte sich mir als junges Mädchen. Einfach nur, um zu demonstrieren, dass er das sein kann, was ich möchte oder was er gerade möchte. Also ich erhielt dort einen Rückblick auf mein Leben. Er zeigte mir, was meine Taten oder Gedanken, meine Einstellungen in meinem Leben für Auswirkungen hatten. Also auch da ging es wieder um den Sinn. Ich habe plötzlich verstanden, dass eine Entscheidung, die ich als junges Mädchen getroffen habe, eine Auswirkung auf mein gesamtes Leben gehabt hat. Und er zeigte mir so eine Art Knotenpunkte im Leben oder in meinem Leben, wo wichtige Entscheidungen gefällt wurden. Und dass ich manchmal aus Angst oder aus anderen Gründen eine Entscheidung gefällt habe, die mein Leben sehr stark beeinflusst hat. Wie lange blieben Sie in diesem Zustand dort? Das kann ich nicht beantworten. Es gibt in diesem Zustand kein Zeitgefühl, keinen Raum. Ich weiß, dass mein Körper eine Woche im Koma lag. Ich weiß, dass dieser geistige Führer, mit mir mehrmals in dieser Zeit den Körper besucht hat und mich aber immer wieder in diese Ebenen zurückgeführt hat. Und mir immer wieder neue Bereiche erklärt hat. Vor allem, was unsere Gedanken mit uns machen oder wie wichtig diese Bedingungslosigkeit ist und warum ich es mir im Leben so unfassbar schwer gemacht habe. Wie es zu einem Burnout kam und wie ich mein Leben verändern kann, wenn ich meine Sichtweise oder meine Einstellung dem Leben verändere. Wann war der Punkt, als Sie zurück in Ihren Körper kamen? Ich hatte während dieser ganzen Reise war mir mein Körper ziemlich egal. Ich fand das auch gar nicht schlimm. Ich hatte abgeschlossen. Und er brachte mich plötzlich zurück ins Krankenhaus, in diese Intensivstation. Und ich stand an diesem Bett und guckte auf diesen Körper, der komplett
bandagiert war. Das Gesicht vollständig verbrannt, die Hände verbrannt. Er war aufgedunsen. Und mein Führer fragte mich, ob ich bereit sei, in diesen Körper zurückzugehen. Und meine erste Reaktion war, nein, das mache ich nicht. Und er erklärte mir, dass es für mich sehr wichtig sei. Wenn wir geboren werden, treffen wir keine bewusste Entscheidung, ins Leben zu gehen. Aber ich hätte jetzt die Chance, für mich persönlich eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen. Und ich hätte die Chance, meinem Leben eine neue Richtung zu geben, einen neuen Inhalt. Und er versprach mir, dass mein Gesicht und auch die Hände sehr schnell heilen werden. Das war eine meiner größten Ängste. Und als ich diese Entscheidung traf, ja, ich gehe zurück in meinen Körper, da habe ich gemerkt, dass sich vollständig was verändert. Da zog es mich nicht mehr weg, sondern da zog es mich plötzlich ganz automatisch wieder wie magnetisch mit meinem ganzen Bewusstsein in diesen Körper hinein. Und ich spürte plötzlich seine Enge, ich spürte seine Schwere, ich spürte sein Leid, aber ich spürte auch dass da eine Lebensfreude drin war. Ich spürte die Zellen, das war ein ganz, ganz besonderes Gefühl, was ich vorher noch nie hatte. Dann sind Sie wieder erwacht. Also dieses Erwachen selbst weiß ich, das ist ein bisschen so im Dämmerschlaf. Ich weiß dann von den Ärzten, dass sie dann diese Schmerzmittel oder die Dosierung der Medikamente herabgestuft haben. Was ich weiß, ist, als ich das erste Mal bewusst die Augen aufgemacht habe, war mir alles klar. Ich konnte noch nicht reden, aber ich wusste alles. Und ich hatte das Gefühl, jetzt wird alles anders. Ich habe mich danach gesehnt, meine Eltern zu sehen. Ich wollte ganz viel klarstellen, aber ich konnte es noch nicht. Aber es war alles da. Was für Auswirkungen hatte diese Nahtoderfahrung dann auf Ihr weiteres Leben? Extreme Auswirkungen. Ich konnte mein Leben nicht mehr so weiterleben, wie ich es vorher gelebt habe. Ich war vorher sehr, sehr stark mit materiellen Dingen beschäftigt. Die verloren vollkommen ihre Bedeutung. Geld war mir überhaupt nicht mehr wichtig. Welches Auto ich fahre, war mir nicht mehr wichtig. Ich habe mich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ich habe keine lauten Worte mehr ertragen. Ich habe oberflächliche Gespräche nicht mehr ertragen für eine lange Zeit. Und ich brauchte erstmal ganz viel Ruhe für mich. Ich habe gemerkt, dass ich mich aus ganz vielem erstmal zurückziehen musste, was vorher für mich wichtig war, aber es spielte fast alles keine Rolle mehr. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich verändere, dass ich plötzlich anders spreche, dass ich eine andere Wortwahl habe. Das fiel auch meinen Kindern auf, es fiel meinen Eltern auf. Und seitdem habe ich mein Leben, ich glaube, um 180 Grad gedreht. Hat sich auch beruflich etwas bei Ihnen verändert? Ja. Ich war vor dieser Erfahrung Geschäftsfrau, hatte mit viel Geld zu tun. Aber danach war für mich eigentlich nur wichtig, wie kann ich wieder in diese Bereiche eintauchen? Und vor allem, wie kann ich anderen Menschen helfen, mit solchen Bereichen in Kontakt zu kommen? Und zwar am besten ohne eine Nahtoderfahrung zu haben. Und stieß dann auf die Hypnose und habe viele Jahre Menschen in Hypnose begleitet und sie in diese Ebenen geführt. Heute begleite ich Menschen ich coache Menschen. Ich mache ihnen bewusst, wie viel Macht ihre Gedanken haben, was alles in ihnen steckt. Und beschäftige mich eigentlich nur noch mit diesen
mit diesen Bereichen. Alles andere hat seinen Sinn verloren. Ich gebe Ausbildung und Beratung in diesen Bereichen. Frau Ewert, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.